Herzlich willkommen bei der Dialekte-Hotline. Mit welchem Dialekt kann ich Ihnen heute helfen? Mit Pfälzisch bitte. Gerne. Einen Moment, ich verbinde Sie. Servus, ich bin der Hurui, komme aus Annweiler, bin 28 Jahre alt, Erzieher, Comedian und babbel Pfälzisch. Hallo Hurui, freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe viel verstanden, aber nicht alles. Kannst du es nochmal auf Hochdeutsch sagen? Klar, ich bin der Hurui, 28 Jahre alt, komme aus Annweiler und bin Erzieher, Comedian und spreche Pfälzisch. Was wäre denn so ein Satz, wenn ich jetzt durch die Pfalz laufen würde, der mir im Alltag weiterhilft? Heit machen wir einer Druf. Der heißt so viel wie: Heute feiern wir richtig wild, wir Pfälzer lieben es zu feiern und wir lieben unsere Weinfeste. Heit machen wir einer drauf. Genau, das Ena macht daraus ein Enner. Enner. Genau, Heit machen wir einer drauf. wunderbar. Man wird auch direkt lauter, ne? Ja, genau, das ist es halt. Pfälzisch ist echt super emotional, aber ist schön. Wo wird dein Dialekt überall gesprochen? Mein Dialekt wird in der wunderschönen Pfalz gesprochen, der südliche Teil von Rheinland-Pfalz. Und sprechen da alle so oder ist das was Besonderes? Pfälzisch ist bei uns nichts Besonderes, also der Dialekt wird echt überall gesprochen, ob eher in städtischen Regionen als auch im hintersten Kaff. Was ist das Besondere an deinem Dialekt? Einer ist auf jeden Fall, dass wir Pfälzer immer einen Weg finden, das Ü zu umgehen. Aus Brücke machen wir Brick, aus dem Gürtel, Gärtel, aus den Füß, Fies. Wir finden immer einen Weg. Und was sagst du dann zu für? Hier ein Blumenstrauß für dich. Hier ein Blumenstrauß, fertig. Also Ü mögt ihr nicht so gern und Pf auch nicht, oder? PF? Das F wird dann oft verschluckt, wie beim Pfarrer. Der Pfarrer ist bei uns der Pache. Und Pfälzisch ist auch nicht so pfälzisch, wie ich das irgendwie so sage, sondern eher so pelzisch, oder? Pelzisch, genau. Aufs F verzichten wir an der Stelle. Was ist denn dein Lieblingswort auf Pfälzisch? Saumache. Saumache? Ja. Ein Saumagen? Ja, richtig. Ich liebe Saumagen, das Gericht. Das ist mein absolutes Lieblingspfälzer Gericht. Ne? Besteht aus dem Magen einer Sau. Und der wird dann gefüllt mit Fleisch, Kartoffeln und anderen Köstlichkeiten. Brettet schön in Scheiben an und dann ist das ein Genuss. Wirklich. Sagen wir mal, ich will dir ein Kompliment machen. Was würde ich denn da sagen? Sauber. Einfach nur ein Wort. Ja, sauber. Sauber? Sauber. Mit W? Mit W quasi von sauber. Wenn jemand was gut hinbekommt, schlägst du ihm einmal auf die Schulter und sagst sauber. Was sage ich denn zu jemandem, wenn er es so richtig verbockt hat? Das war ja mal nix. Hä? Das war ja mal nix. Das war ja wohl nix. Genau. Kann man auch ruhig ein bisschen lauter sagen. Also zu laut gibt's im Pfälzischen nicht. Weil ihr seid emotional. So ist es. Das war ja wohl nix. Sauber. Und sagen wir mal, ich muss richtig dringend auf dem Weinfest aufs Klo. Wie frage ich dann nach der Toilette? Ich muss mal brunze. Ich muss mal brunze. Da weiß direkt jeder, was gemeint ist. Und brunzen ist? Pinkeln. Was sagt denn der Pfälzer oder die Pfälzerin, wenn ihm jemand einen Drink über die Hose kippt und man sich richtig ärgert? Du na Keide noch einmal. Kannst du nicht besser aufpassen? Du na Keidel. Ja. In Oder welcher Sprache sind wir denn jetzt gelandet? immer noch im Pfälzischen. Was ist das? Kommt vom Donnerkeil. Also wenn man richtig sauer ist, so. Dann sagt man Donnerkeil. Ja, und dann kann man das noch ergänzen mit: Kannst du nicht besser aufpassen? Du na Keidel noch einmal. Kannst du nicht besser aufpassen? Was bedeutet denn Tschüss? Da reicht's eigentlich, wenn du aller hopp sagst. Das ist ja ganz süß. Und Profi-Level ist, wenn du das Ganze noch mit einem schönen lauten Schenkelklopfer untermalst. Aller hopp. Alla hopp. Gut, perfekt, ich hab's gehört. Würdest du sagen, Hurui, dass das Pfälzische auch was über die Mentalität aussagt? Definitiv. Also genauso temperamentvoll und herzlich unser Dialekt ist, genauso sind auch die Pfälzer drauf und Pfälzerinnen. Wirklich. Also wir Pfälzer, wir haben's Herz auf der Zunge und reden nicht lange um den heißen Brei herum. Gib mir mal ein paar Wörter auf Pfälzisch, die ich erraten muss. Krummbeere. Grumbeere. Was zu essen? Ja. Eine Beere? Nein. Eine Banane? Auch nicht. Gib mir mal einen Tipp, welche Farbe hat es denn? Bräunlich. Ist es eine Soße? Auch nicht. Aber man kann daraus eine leckere Soße machen. Eine Kartoffelsuppe. Was Braunes, wo man Kartoffelsuppe rausmachen kann? Aus was macht man Kartoffelsuppe? Aus Kartoffeln.
Korrekt. Eine Krummbeere ist eine Kartoffel. Jawohl. Willst du mich verarschen? Ich versuche mich jetzt an der Dialekte-Challenge. Du gibst mir einen Satz, den ich dann versuche in allerfeinstem Pfälzisch nachzusprechen. Machst mal gerade Weihscholle, für mal frä Weißherbstscholle und für de kleinen kalter Kaffee. Ich habe nur Weihschorle verstanden bisher. Okay, ich kann es auch gern mal für dich übersetzen. Ja. Mach mir gerade eine Weinscholle, für meine Frau eine Weißherbstscholle und für den Kleinen einen kalten Kaffee. Und was ist ein kalter Kaffee? Ein kalter Kaffee ist ein Spezi. Eine Spezi. Genau. Das heißt, der Kleine trinkt nicht Kaffee. Machst mal grad Weihschorle, Pferde frä, Vermeifrä. Vermei. Vermei frä, Weißherbschorle und Pferde kläh, kalter Kaffee. Ein kalter Kaffee. En kalter Kaffee. Machst mal grad Weihschorle, Pferd ma frä, Weißherbschorle und Pferde kläh, en kalter Kaffee. Hast du Mai gesagt oder Ma? Ich habe das Richtige gesagt. Okay. Alla hopp. Alla hopp. Das war unser kleiner Crashkurs in Pfälzisch oder Pelzisch, wie man so schön sagt. Was war denn euer Lieblingswort? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ey, ich komme nicht klar auf diese Krummbeere, ne?